Heute bei den Lately News hat die Polizei in Vancouver von einer Frau, die mehrere Tage im Gefängnis in einer Polizeistelle saß, ein Dankeschreiben bekommen. Dabei bedankte sich die Frau bei den 4 Gefängnisaufsehern, die eine schwere Arbeit verrichten und von den ihnen anvertrauten Menschen oft nicht ausreichend geschätzt werden. Und gab der Polizei 4,5 Sterne. Aber auch nur 4,5 Sterne, da keiner der Gefängnisaufseher angemessen darauf reagierte, wenn sie immer wieder die Seife fallen gelassen hatte. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt dafür, der Namensgeber von Netflix zu sein. Denn als mich dessen Gründer Reed Hastings einst fragte, ob denn die DVD zu 16 Fäuste für kein Halleluja, was definitiv kein Porno ist, mir schnell zugeschickt wurde, antwortete ich nur, die DVD kam Netflix. Und dank der auch noch heute nicht vorhandenen Sprachqualität bei der Telekom klang das wie, die DVD kam Netflix. Genau deswegen heißt Netflix heute so, wegen der scheiß Telekom. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Tucker Carlson auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Las Vegas, wo diese grünen Bienen leider nicht aufgepasst haben, dass die eine Biene von ihnen, die die Blue Man Group gesehen hat, leider farbenblind ist und dementsprechend vorgeschlagen hat, dass sie sich grün anmalen, um nun die Blue Bee Group zu werden. Außerdem präsentieren uns heute noch unsere Senior-Weltraum-Korrespondenten Charlton Heston, Jeff Burton und Robert Gunnar die neuesten Trends aus dem Weltraum. Und eigentlich waren die 3 plus Diane Stanley, die, wie es sich für einen Film aus den 1960ern gehört, natürlich schon vor der Landung starb, #MeTod, auf einer 18-monatigen Reise, aber durch einen Fehler im Fluxkompensator reisten sie 2000 Jahre in die Zukunft. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Einer der größten Vorteile, ein weltberühmter News-Anchorman zu sein, ist es, beim örtlichen Fastfood-Laden bevorzugt bedient zu werden als VIP. Dies bedeutet unter anderem, dass die Mitarbeiter nur einmal auf den Burger spucken und nicht wie beim restlichen Pack mehrfach. Weswegen ich vermutlich auch der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der einen Doppelwhopper exklusiv bei McDonald's bekommt, der aber aus urheberrechtlichen Gründen dann Big Mac heißen muss. Um mich ebenfalls zu ködern, hat Kentucky Fried Chicken nun eine eigene Konsole namens KF Console angekündigt, die sogar 4K und 240 FPS schaffen soll. Auch bei Call of Duty oder aber beim Original Tetris von 1989. Zumindest bei dem Spiel, wo einem ein 12-Jähriger auf 800 Meter mit einer Schrotflinte einen Headshot verpasst. Also Mario Kart. Wirklich relevant ist für mich jedoch nur, ob man mit der KF Console auch Chicken Wings frittieren kann. Etwas, das die PS5 bekanntlich nicht so gut hinbekommt. Währenddessen in Celle. Wie ich bereits schon mehrfach erwähnt hatte, habe ich ja einen Führerschein der Westindischen Inseln, der es mir erlaubt, alles von einem klapprigen Moped bis hin zu einem Space Shuttle zu fliegen. Weil meine Tante Erna seit mehr als 30 Jahren die Generalkonsulin der Westindischen Inseln hier in Deutschland ist und dementsprechend kann sie solche Führerscheine einfach ausstellen bzw. ausdrucken. Hätte das nur auch ein 26-Jähriger in Celle gemacht, denn dieser war der Polizei aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Und auf dem Führerschein, den er dem Beamten dann gab, war ein hagerer Mann zu sehen, während der 26-Jährige selber eher doppelt so breit war. Der 26-Jährige erklärte dies damit, dass er halt in der Corona-Krise die eine oder andere Dezitonne zugenommen hatte. Schlussendlich stellten die Beamten aber schnell fest, dass er selber gar keinen Führerschein hatte, sondern den von seinem Halbbruder genommen, aber vergessen hatte,
dass der ein praktizierender Sikh war. Derweil in Orlando. Um mir mein Studium an der Ron Burgundy Universität zu finanzieren, habe ich in einem Disney-Park als Mickey Mouse gearbeitet. Das war auch der Grund, warum ich mich nicht mit Covid-19 hätte anstecken können, denn so ein Kostüm mehrere Wochen zu tragen, härtet gegen jegliche Viren ab. Nur nicht gegen Geschlechtskrankheiten, aber das lag vor allem an Minnie Maus, die gar nicht so mini war. Zudem war der Job auch eine gute Möglichkeit, wenn man Eltern traf, die im Fernsehen tätig waren und man ihnen so den eigenen Lebenslauf mitgeben konnte. Notfalls auf den Rücken ihrer Kinder getackert, damit er nicht verloren geht. Allerdings gibt es bei Disney eine Regel, an die sich jedoch ein Mann in Orlando nicht hielt. Denn dieser quartierte sich heimlich auf einer der Inseln im Disney-Park ein. Nur das ist eben verboten, weil immer wieder bei Vollmond Goofy zum Wer-Goofy wird und alles reißt, was nicht bei 3 auf Minnie Maus ist. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Ramp Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Ramp Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Als Kind liebte ich ja den Charlie Chaplin Film namens Ramp, wo Charlie ein Tramp drin spielte. Leider fehlte das Tape bekanntlich im Titel, da die Deutsche Telekom sich dies bereits im Jahre 0001 unserer Zeitrechnung hat urheberrechtlich schützen lassen. Auch war ich später ein großer Fan der Musikgruppe Super Ramp, die auch wegen der Deutschen Telekom auf ihr Tape verzichten mussten. Dementsprechend war ich regelrecht verzückt, als ich beim Durchstöbern der Post meines Nachbarn Günther Jauch auf das Ramp-Magazin stieß. Aber keine Sorge, ich darf Günthers Post durchwühlen. Gerade wenn er im Urlaub ist oder einfach nicht zu Hause, wie ich dann auch immer in seinem Bett schlafe. Jedenfalls stellte ich mit Erschrecken fest, dass Günther dieses Magazin nur gekauft hatte, weil dieser Ausgabe eine DIU-Anleitung beilag, wie man seinen Nachbarn per Rampe in den Orbit katapultieren kann. Was total gemein ist. Dem anderen Nachbar von Günther Jauch und mir gegenüber. Deshalb sei gewarnt, Ramp Magazin, die dunkelrote Lately Fake News Karte an dich und du kannst schon davon ausgehen, dass ich dich per Abschussrampe ins Haus vom anderen Nachbarn von Günther und mir katapultieren werde. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.